Ihr wolltet eine Anleitung, wie man so einen Kragen und Ausschnitt ganz einfach selbst konstruiert, und das machen wir heute. Willkommen auf meinem Kanal, ich bin die Babs und auf diesem Kanal wird dir gefährliches Halbwissen professionell vermittelt. Heute möchte ich dir zeigen, wie du diesen Ausschnitt und wenn du möchtest, diesen Stehkragen selber konstruieren kannst, ganz ohne Schnittmuster. In diesem Video hier habe ich mir eine Bluse für die H&H kreiert quasi. Da habe ich mir einen Schnitt von Lutherloh komplett abgeändert. Und ihr habt mich darauf hingewiesen, dass euch der Ausschnitt und der Stehkragen genauer interessieren würde. Wie habe ich das gemacht? Wie kann man das selber konstruieren? Und deshalb gibt es jetzt dieses Folgevideo. Wenn du mein H&H-Outfit-Video noch nicht gesehen hast, ich verlinke dir das, dann schau da gerne mal rein. Um euch jetzt eine Anleitung zu erstellen, habe ich diese Bluse genäht. Ich habe mir ohnehin den Stoff noch 2 weitere Male in anderen Farben bestellt, weil ich den Stoff super angenehm finde. Dazu findest du auch alles in der Infobox. Ich habe dieses Mal allerdings einen anderen Schnitt genommen. Ich habe bei dem Blusenschnitt für das H&H-Outfit sehr viel angepasst und ich wollte einfach noch einen anderen Schnitt ausprobieren, wo ich ein bisschen weniger anpassen muss. Hauptsächlich, weil ich die Schultern anpassen musste bei dem H&H-Outfit und ich wollte das vereinfacht haben, damit ich euch das schön zeigen kann. Ich habe auch an diesem Schnitt natürlich was verändert. Zum einen natürlich meinen Ausschnitt und meinen Kragen. Da gehen wir gleich in Ruhe drauf ein. Ich habe aber auch die Manschetten weggelassen und habe mir hier einfach einen dünnen Gummi eingezogen, um das hier so ein bisschen puffig Dreiviertelarm zu tragen. Ich habe es unten gerade abgeschnitten, einfach weil mir die Form nicht gefallen hat und noch einen Zierstich gesetzt. Das ist aber optional. Genauso optional ist, welchen Schnitt man verwendet. Ob du dir einen bestehenden Schnitt abänderst oder ob du dir einen Schnitt von einem Teil, das du hast, abhaust, das ist erstmal völlig unerheblich. Ich habe nur deshalb Lutherloh benutzt, weil ich keine Schnitte habe. Ich benutze ja, wenn überhaupt, dann Lutherloh-Schnitte. Aber wie gesagt, völlig unerheblich. Allerdings solltest du natürlich darauf achten, dass dein Schnitt für deinen Stoff geeignet ist. Das ist ein dünner Leinenstoff, weil der einfach für den Sommer oder Frühjahr, Übergangszeit und so in den Herbst rein mega angenehm ist. Und da finde ich Leinen einfach maximal angenehm auf dem Körper. Das ist allerdings auch ein Leinen ohne einen Stretchanteil, ohne Elastan. Entsprechend brauchte ich natürlich einen Schnitt für Webware. Ob du da Leinen nimmst oder Baumwolle oder Bambusstoff, ist auch erstmal egal. Wo ich ein wenig skeptisch wäre, wäre Viskosestoff, weil der halt sehr, sehr fein und flutschig ist. Habe ich noch nicht ausprobiert. Im Zweifelsfall probier es aus. Aber ich empfehle einen nicht dehnbaren Stoff mit ein bisschen Stand, also sprich Baumwolle, Bambus, Leinen, irgendwas in die Richtung. Und jetzt genug der Vorrede, wir starten rein ins Machen. Wenn du deinen Schnitt übertragen hast und der wie bei mir hier relativ hoch geschlossen ist, dann kannst du, so wie ich, den Ausschnitt noch ein Stück nach unten versetzen. Ich finde es schöner, wenn es nicht zu hoch ist. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich bin hier um 5 cm nach unten gegangen und habe dann einfach meinen Ausschnitt versetzt. Dabei darf ich natürlich auf keinen Fall die Schulter mit verändern, sonst passt nachher Vorder- und Rückteil nicht zusammen. Und wenn das nach unten versetzt ist, dann kann man das Ganze wieder zu einer schönen Rundung verbinden. Jetzt platziere ich ein Reststück über meinem Ausschnitt, entweder eben der neu konstruierte oder der schon vorhandene. Und dieses Stück Papier, da pause ich jetzt meinen V-Ausschnitt drauf ab. Ich habe mich jetzt hier für 8 cm entschieden. Ich habe also mein Lineal an der Bruchkante angelegt und mir diese 8 cm markiert. Vorsicht, in diesen 8 cm ist dann die Nahtzugabe nicht mit drin. Jetzt brauche ich parallel dazu eine Linie, die meine Breite unten markieren soll. Und da habe ich mich für 1,5 cm entschieden. Das heißt, es liegt im Bruch, das sind später 3 cm. Und oben muss ich mir auch überlegen, wie weit der Ausschnitt aufgehen soll.
Ich habe hier 4 Zentimeter genommen, das sind später 8, da das Ganze ja immer noch im Bruch liegt. Und jetzt kann ich mir meine Ausschnittlinie nachzeichnen, die 1,5 und die 4 Zentimeter miteinander verbinden, so dass ich hier eine Schräge habe, fast wie ein Dreieck. Und jetzt kann ich die Nahtzugabe dazu geben, natürlich nicht am Bruch, sondern nur oben, unten und an der Seite. Das schneide ich mir natürlich aus Stoff im Bruch zu. Das ist jetzt mein Vorderteil mit meinem neuen, etwas tieferen Ausschnitt und mein kleines Dreieck. Das sollte jetzt genau an die Ausschnittlinie passen. Und jetzt kann ich mir das auch nochmal anschauen, ob mir das so von der Form her passt. Wenn das für mich passt, dann muss da als erstes auf die linke Seite einmal Bügelvlies. Jetzt messe ich meine Nahtzugabe von unten ab, ziehe mir da einen Strich und zeichne mir auf dieser Höhe die Hälfte ein. Dann mache ich eine Nahtzugabenmarkierung auf dem Seitenteil oben. Ihr braucht die nicht ganz durchziehen, denn diese Punkte verbinden wir jetzt mit der Mitte unten. Also oben, wo meine Nahtzugabe anfängt, bis unten zur Mitte, sodass ich am Schluss ein komplettes V eingezeichnet habe. Mein Oberteil habe ich jetzt noch mit der Overlock gesäumt, damit mir nichts ausfranst. Und jetzt kann ich die Schultern rechts auf rechts legen und so die Mitte des Ausschnitts bestimmen. Denn das Ganze soll ja später nicht irgendwo sitzen, sondern schön in der Mitte. Da stecke ich mir eine Nadel rein und markiere mir auch die Mitte auf meinem kleinen Teil. Ich habe mir hier einfach einen Knick reingemacht und diesen Knick auf die Nadel gelegt. Die Kanten treffen sich oben und dann kann ich das Ganze feststecken. Jetzt kann ich dieses V abnähen. Dabei verriegel ich am Anfang und am Ende und lasse beim Wenden unten an der Spitze die Nadel stecken. Nähe dabei auf jeden Fall ganz bis zur Spitze runter und so sollte das jetzt auch bei dir aussehen. Jetzt kannst du den Stoff in der Mitte, also quasi dieses Dreieck, mit der Schere wegschneiden und zwar relativ knappkantig, aber natürlich dabei was stehen lassen und die Naht nicht verletzen. Ich habe hier so 2-3 Millimeter stehen lassen und wenn du das rausgeschnitten hast, kannst du mit einer kleinen Schere noch das kleine Stück bis zur Spitze unten einschneiden und dabei aber unbedingt auch darauf achten, dass du die Naht nicht verletzt. Jetzt kannst du das Ganze auf links wenden und bügeln und dabei auch gleich die rohen Kanten einmal nach innen schlagen. Fertig sollte das dann so von rechts aussehen und von links sollte das so aussehen. Ich habe dabei zuerst die untere Kante einmal nach innen gebügelt und dann die Seiten und natürlich die Nahtkante einmal schön ausformen, schön bügeln, damit das besonders sauber liegt. Und jetzt können wir das Ganze ganz knappkantig hier an der Außenkante absteppen. Und das machen wir jetzt zusammen an der Nähmaschine. Ich richte mein Füßchen so aus, dass meine rote Markierung, die ich auf dem Füßchen habe, an meiner Stoffkante ist. So nähe ich ganz knappkantig an der Stoffkante entlang. Wenn man das sehr knappkantig macht, hat das den Vorteil, dass da hinterher nichts absteht und irgendwelche unschönen Wulste bildet, sondern dass das alles flach liegt. Dabei unbedingt gucken, dass die Kante oben von der Naht schön ausgeformt ist, dass ihr da keine Falte oder so reinnäht. Und an den Ecken immer die Nadel stecken lassen, das Ganze wenden und wieder knappkantig bis zur nächsten Ecke absteppen und bis nach oben. Am Anfang und am Ende verriegeln. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Bevor ich jetzt den Stehkragen machen kann, habe ich die Schultern geschlossen und abgesteppt. Und jetzt muss ich einmal um meinen Ausschnitt rummessen. Das mache ich mit einem Maßband, das geht am einfachsten. Und da komme ich bei 56 Zentimetern raus. Da ich das Ganze im Bruch zuschneiden möchte, muss ich die 56 durch 2 teilen und das sind 28 Zentimeter. Diese Strecke brauche ich, um eine Hälfte abzudecken. Und aussehen soll das Ganze am Ende etwa so. Da habe ich unten die komplette Strecke, diese 28, so dass ich jetzt hinten den Bruch habe.
Um mir das Ganze jetzt zu konstruieren, brauche ich ein Lineal und ziehe mir erstmal eine waagerechte Linie. An die kann ich jetzt eine Parallellinie setzen, denn jetzt kann ich mein Lineal anhalten und habe dann einen 90-Grad-Winkel. Diese gerade gezogene Linie ist mein Bruch. Jetzt nehme ich ein gebogenes Lineal, da brauche ich jetzt meine 28 Zentimeter. Ich lege das an meiner waagerechten Linie und zwar so, dass der Strich der Null mit der Linie parallel verläuft. Denn jetzt weiß ich, dass ich hinten eine gerade Kante habe und mir nachher da kein Hubbel drin ist. Und da messe ich jetzt diese 28 Zentimeter ab und zeichne die ein. Und dann muss ich überlegen, wie hoch das Ganze werden soll. Ich habe mich am Ende für 3 Zentimeter entschieden und diese 3 Zentimeter muss ich mir wieder einzeichnen mit meinem Lineal. Dazu lege ich wieder die Null an, sodass der Strich der Null parallel zu meinem senkrechten Strich ist und ziehe einmal durch. Und jetzt nehme ich ein Rundlineal, ein Glas, was man so hat, um mir oben eine Rundung einzuzeichnen. Jetzt wird die obere Strecke kürzer. Das ist aber egal, denn mein Ausschnitt wird ja unten eingefasst. Das heißt, unten muss ich diese 28 Zentimeter haben. Oben kann es kürzer sein. Das heißt, ich kann hier eine Rundung einzeichnen, so wie mir das persönlich gefällt. Und jetzt gebe ich noch rund um 1 Zentimeter Nahtzugabe dazu. Allerdings natürlich nicht rechts an der Geraden vom Bruch. Die braucht natürlich keine Nahtzugabe. Und wenn ich die Nahtzugabe eingezeichnet habe, kann ich mir das Ganze ausschneiden. Jetzt falte ich mir ein Stück Stoff in den Bruch und zwar so, dass mein Kragen mit Nahtzugabe drauf passt. Und wenn das von der Länge in Ordnung ist, habe ich das nochmal übereinander geschlagen, so dass ich gleich alle beiden Teile im Bruch ausschneide, die ich brauche. Denn ich brauche ja den Kragen einmal innen, einmal außen, sprich muss das Ganze zweimal zuschneiden. Wem das nicht genau genug ist oder wer Angst hat, dass er sich da Falten reinlegt, kann das natürlich nacheinander ausschneiden, keine Frage. Das sind jetzt meine beiden Teile und da kommt auf die linke Seite einmal Bügelvlies zur Verstärkung drauf. Jetzt wird bei beiden Teilen unten, also bei der langen Strecke, die Nahtzugabe auf links gebügelt. Einmal komplett die Strecke. Das sieht dann so aus. Und jetzt habe ich die Spitze vorne ein kleines Stück wegstehen. Die kann ich einfach mit einer Schere wegschneiden und dann kann ich das Ganze rechts auf rechts zusammenstecken. Und jetzt wird obenrum und um die Rundung einmal alles zusammengenäht. Dabei bleibt die Nahtzugabe nach innen geklappt. Also wir falten die nicht auf, wir lassen die auf die linke Seite geklappt und nähen da auch drüber. Wenn du dir unsicher bist, wie du gut um die Rundung kommst, stell deinen Stich an der Stelle etwas enger, dann geht es etwas leichter. Am Anfang und am Ende verriegeln und dann einmal komplett abnähen. Wenn du dir unsicher bist mit der Nahtzugabe, kannst du dir die auch einzeichnen. Und so sieht das dann am Ende aus. Wie gesagt, die Nahtzugabe wird so mit festgenäht. Die Nahtzugabe muss jetzt zumindest an der Rundung noch gekürzt oder eingeklipst werden. Ich mache das immer am liebsten mit der Zickzackschere und ich habe das einfach rundum mit der Zickzackschere ein wenig eingekürzt. Anschließend wird das Ganze gewendet und auf jeden Fall gebügelt, damit unsere Kanten schön liegen. Da ist es am einfachsten, wenn man einmal oben drüber bügelt, sodass die Naht einmal ganz flach liegt und das Ganze dann umbiegt und links auf links legt und nochmal drüber bügelt, dann wird die Kante am schönsten, so als kleiner Extra-Tipp. Und so sollte das Ganze jetzt aussehen. Und damit beginne ich jetzt an einer Seite meines Ausschnitts das reinzulegen zwischen meine zwei Lagen und schaue, dass vorne meine Spitze möglichst gut abschließt, damit da nichts wegsteht später. Und natürlich gucke ich, dass ich das über meine Overlock-Naht lege, sodass auf jeden Fall die Overlock-Naht gecovert ist, es aber auch nicht zu weit reinlege, damit da ungefähr die Nahtzugabe eingehalten wird. Dazu, man sieht das hier so ein bisschen, lege ich die Kante oben an die Kante meines umgebügelten, denn dann habe ich in etwa diesen Zentimeter Nahtzugabe, denn den habe ich ja nach innen gebügelt bei meinem Stehkragen.
Und so stecke ich das jetzt rundum fest, bis ich am Ende angekommen bin und dann kann ich das Ganze festnähen. Dazu lasse ich mir wieder viel Zeit. Ich orientiere mich wieder an der roten Markierung auf meinem Füßchen, dass die Kante entlang geführt wird und nähe dann ganz langsam und mit viel Ruhe da entlang und gucke, dass ich mir keine Falten reinlege. Das ist immer wichtig, da der Stoff ja nicht ganz gerade liegt, weil ich ja hier eine Ausschnittform habe, also eine Rundung, muss man da wirklich einfach langsam machen und immer wieder gucken, wenn ich die Nadel rausnehme, dass ich auch den Stoff so ein bisschen nachschiebe, damit mir am Schluss keine Overlock-Naht rausschaut. Und so mache ich das jetzt rundum, damit das dann am Ende so aussieht und wir beide Seiten in einem Rutsch festgenäht haben. Mein fertiges Stück sieht jetzt insgesamt so aus. Ich habe noch die Ärmel eingesetzt und die Seiten geschlossen. Ich habe meinen schönen V-Ausschnitt und ich habe vorne an den Ärmeln einfach einen dünnen Gummi eingezogen, weil ich das am coolsten fand. Und ich habe tatsächlich das Ganze unten noch gerade abgeschnitten, weil mir die Form nicht gefallen hat und einen Zierstich gesetzt. Das war's. Ich hoffe, du hast meine Schritte nachvollziehen können und hattest auch Spaß mit dem Video. Falls ja, lass einen Daumen nach oben da und wenn du noch nicht Abonnentin des Kanals bist, abonniere gerne. Ich sehe nämlich, dass über 60% meiner regelmäßigen Zuschauer keine Abonnenten sind und das ist natürlich die Währung, mit der man bei YouTube arbeitet. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn du Spaß mit meinen Inhalten hast, wenn du auch ein Abo dalässt. Bleib kreativ und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!